wäre nie im Knast gelandet, hätte er sich nicht mit dir und deiner blöden Familie eingelassen. Und jetzt, anstatt ihm zu helfen und versuchen, ihn da rauszuholen, tust du gar nichts. Was hast du mir denn schon groß erzählt? Dass Tanja und Ansgar ein Zweckbündnis geschlossen haben. Ja und, das habe ich doch längst gewusst. Darum geht es nicht. Ich will einfach nichts mit eurem Privatkrieg zu tun haben. Und ich hätte eigentlich gehofft, dass du das akzeptierst. Das tue ich ja. Aber Ansgar ist so skrupellos. Komm zurück zu uns nach Königsbrunn, Konstantin. Komm nach Hause. Warum sollte ich zurück nach Königsbrunn kommen? Du könntest dort leben mit deiner Familie. Keine Lust. Echt nicht. An deiner Stelle würde ich wahrscheinlich genauso reagieren. Trotzdem, ich möchte, dass du eins weißt, Konstantin. Und? Ich bin zwar nicht dein leiblicher Vater, aber du bist Francescas Sohn. Und damit bist und bleibst du auch mein Sohn. Ach, auf einmal bin ich wieder angesagt. Ja, auf einmal bist du wieder angesagt. Konstantin, lass es uns doch versuchen. Lars, hallo. Hallo, Carla. Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Hallo. Na, alles klar bei dir? Ich mach gerade das Päckchen für Dad fertig. Es tut mir echt leid, dass ich den Besuchstermin vor Weihnachten absagen musste. Sag mal, spinnst du? Die Sachen für Dad gehen dich nichts an. Die Beamten in der JVA werden nichts anderes machen und das Päckchen filzen und bestimmte Dinge konfiszieren. Aber doch nicht die Krawatte. Dein Vater könnte sie als Waffe verwenden. Ja, klar. In seinem früheren Leben war er Ninja. Oder gegen sich selbst einsetzen und sich aufhängen. Doch nicht mein Dad. Aber theoretisch wäre es möglich und das reicht den Beamten. Ich komme aber mit ins Gefängnis. Gut, wenn du vor dem Eingang abgewiesen werden möchtest. Jetzt sag nicht, dass die Besuchssperre noch während der Weihnachtszeit gilt. Vanessa, sei froh, dass dein Vater wegen den Handytelefonaten nicht sonst wohin verlegt worden ist. Dann komme ich wenigstens mit vor das Tor. Carla, du musst mir doch nun wirklich nichts schenken. Unser Verhältnis könnte auch durch so eine liebevolle Geste kaum besser werden. Das ist für Bernd. Ach was. Naja, wenn du damit die frierende Seele meines lieben Schwagers wärmst, richte ihm doch bitte ganz herzliche Grüße aus. Hat dich deine Arbeitslosigkeit sentimental gemacht? Ach, Carla, Ansgar, wenn ihr einen Moment Zeit habt, ich habe euch und den anderen etwas Wichtiges mitzuteilen. Ach, Schwesterchen, eins noch. Du kennst mich doch inzwischen, oder? Ja, leider. Dann müsstest du auch wissen, dass ich immer das bekomme, was ich will. Auch meinen Posten in der Holding. Abwarten. Ich konnte Konstantin nicht umstimmen. So. Jetzt, da die ganze Familie anwesend ist, möchte ich euch etwas mitteilen. Konstantin ist nicht mein leiblicher Sohn. Ja, jetzt wird mir so einiges klar. Erklär uns das bitte. Ja, natürlich, Carla. Aber vielleicht etwas später. Was? Ich meine, Francesca war doch... Francesca ist seine Mutter, ja. Es liegt mir sehr am Herzen, dass Konstantin zu uns zurückkommt nach Königsbrunn. Ich habe ihm gestern gesagt, dass ich nicht sein Vater bin und ihr könnt euch vorstellen, dass ich im Moment überhaupt keine Chance habe, an ihn heranzukommen. Ja. Bitte, helft mir.
Oh, und sag ihm bitte, dass ich ihn ganz doll vermisse. Nein, sag das lieber nicht, dann geht's ihm bestimmt nur noch schlechter. Ja, und bitte gib ihm diesen Brief von mir. Vanessa, das wird nicht gehen. Du weißt, das ist nicht erlaubt. Lars, bitte, versuch es wenigstens, schmuggel ihn. Wieso ist denn der Krankenwagen hier? Wegen Weihnachten. Ja, wie, ich verstehe nicht. Ach, hier ist ja das Gleiche. Irgendeiner unserer Gäste wollte sich mal wieder aufhängen. Vanessa, bleib hier, warte. Da hatte unsere Mutter vor über 16 Jahren eine Affäre und wir erfahren es erst heute. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Hatte uns Vater nicht immer in dem Glauben gelassen, es sei alles in Ordnung in unserer Familie? Predigt uns Offenheit und Vertrauen uns selbst. Hat er auch Geheimnisse. Und wir mussten für unsere bezahlen. Naja, vielleicht hatte unsere Mutter ja nur eine Affäre, weil sie Vaters Seitensprung nicht verzeihen konnte. Was willst du damit sagen? Er will damit gar nichts sagen. Ach ja? Wäre besser für ihn. Jetzt hört schon auf, kommt. Ja, du hast recht. Wir sollten uns um Konstantin kümmern. Am besten, wir fahren gleich ins No Limits, oder? Carla von Lahnstein? Vanessa? Was ist los? Da ihr nun offensichtlich in Sachen Tröstung für den kleinen Fauxpas unserer Mutter beschäftigt seid, werde ich inzwischen einige wichtige Dinge mit unserem Vater klären. Du bist sowas von widerlich. Komm schon, hör nicht auf Ansgar. Lass uns lieber zu Konstantin fahren. Vanessa, bleib ganz ruhig. Ich bin gleich da. Tschüss. Ich kann nicht mitkommen. Ich muss unbedingt zu Vanessa. Tut mir leid. Es war richtig, dass du es deinen Kindern gesagt hast. Und auch sie um Hilfe zu bitten. Der arme Junge. Wie er sich jetzt wohl fühlt? Das aus deinem Mund? Ja. Ich komme nicht, um dir Vorwürfe zu machen. Im Gegenteil. Ich verstehe, dass das auch für dich nicht leicht ist. Deshalb finde ich, sollten wir die Vergangenheit ruhen lassen. Gut, dass du das so siehst. Tja, wir machen eben alle mal Fehler. Ich jedenfalls werde helfen, wo ich kann. Schließlich ist Konstantin auch der Sohn meiner Mutter. Du würdest ihn also akzeptieren, obwohl er nur dein Halbbruder ist? So wie ich Nico auch akzeptiere. Wir sind zwar häufig unterschiedlicher Meinung, aber im Großen und Ganzen. Wir sollten doch alles dafür tun, dass er sich bald wie ein echter von Lahnstein fühlt. Ansgar hat recht. Ich lasse euch dann mal allein. Da das jetzt geklärt ist, fände ich, wäre es an der Zeit, dass du auch mir eine zweite Chance gibst. Bitte? Ja, ich möchte wieder in der Holding arbeiten. Du bist wirklich einmalig. Ich bin ja auch dein Sohn. Selbst aus dieser Situation versuchst du noch einen Vorteil zu schlagen. Nein, mir ist nur ganz einfach die Familie wichtig. Und natürlich die Holding. Ach, Ansgar. Dir geht es doch nur um die Macht. Nenn es, wie du willst, Vater. Aber du hast auch Carla eine zweite Chance gegeben. Wieso dann nicht mir? Charlie? Ja. Sag mal, willst du auch noch bei uns arbeiten? Hä? Du studierst schon seit Stunden unsere Karte. Pommes Schranke 2,90. Sehr gut. Hat die Diskussion mit deinem Vater was gebracht? Stiefvater, wieso? Naja, deine Laune ist nicht gerade prickelnd. Jetzt, wo ich weiß, dass er nicht mein richtiger Vater ist, kann ich genauso gut nach Hause zurück. Nach Bella Italia? Sie. Das Kapitel Königsbrunn ist für mich durch. Hallo, und weißt du schon mehr? Ist der Krankenwagen wegen Bernd hier? Woher soll ich das denn wissen? Diese Idioten sagen mir doch nichts. Carla, was ist, wenn der sich wirklich etwas angetan hat? Bestimmt nicht.
Wenn das endlich wieder rauskäme, schon Ewigkeiten drin. Aber das ist doch ein gutes Zeichen. Sonst wäre er doch bestimmt schon längst wieder rausgekommen und hätte Bescheid gesagt. Und wenn er mich nur nicht beunruhigen will? Oder sich mit der Nachricht nicht mehr raustraut? Das ist nicht seine Art. Warum sagen Sie mir nicht, was mit meinem Dad ist? Dad? Wir haben ja keinen Dad. Vanessa, komm. Haben Sie überhaupt kein Mitgefühl? Vanessa, Lassen Sie mich hör auf. gefälligst rein! Ich will wissen, was mit meinem Dad ist! Lars! Vanessa, beruhig dich. Der Krankenwagen ist nicht für dein Dad. Deinem Vater geht es gut. Und über das Geschenk hat er sich sehr gefreut. Ansgar? Ich werde dir eine Chance geben. Der Lahnsteinsche Weinhandel lädt heute Abend zu einer Weinverkostung. Und wir erwarten wichtige Kunden aus Südamerika. Du willst doch nicht allen Ernstes deutschen Wein in Chile verkaufen. Nicht nur in Chile, sondern auf dem gesamten Kontinent. Der Weiß aus unserer Gegend genießt inzwischen wieder einen sehr guten Ruf. Ich verstehe. Und ich darf diesen Leuten jetzt unseren Wein schmackhaft machen? Vater, ich wollte zurück in die Holding. Du wolltest eine Chance. Überzeuge unsere Kunden und du überzeugst mich. Natürlich. Ach, Nathalie, schön, dass du da bist. Ich wollte gerade zu Elke. Ach, eine Sekunde. Ich hätte eine sehr große Bitte an dich. Was kann ich tun? Heute Abend findet eine Weinverkostung statt. Ja, Ansgar wird dich über die Details aufklären. Auf jeden Fall erscheinen dort sehr viele unserer südamerikanischen Interessenten. Aha. Und ich soll dolmetschen. Mein Spanisch dürfte voll auf genügen. Ja, wenn du Zeit hast. Con mucho gusto. Mit Nathalie an deiner Seite dürfte der Abend ein voller Erfolg werden. Bis später. Zum Glück konnte Lars Dad meinen Brief an mich zustecken. Bert erhält Neujahrsgrüße ins Gefängnis. Das sollte zu einer Tradition werden. Das ist alles nur Ihre Schuld. Lass uns in mein Büro gehen. Mein Dad ist unschuldig. Warum tun Sie uns das an? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Was sind Sie nur für ein eiskalter Mensch? Warum lassen Sie Ihren Frust nicht an anderen aus? Ich bin nicht frustriert. Dass Bernd im Gefängnis sitzt, ist das beste Antidepressivum. Komm. Wieso muss ich die Gläser überhaupt polieren? Die trocknen auch von alleine. Und behalten Fleck. Ja. Hallo. Hi. Hallo. Ist Konstantin da? Ja, er sitzt da. Der junge Herr speist gerade. Dann wollen wir ihn mal stören. Na, ist hier noch frei? Schickt euch Johannes? Nein, uns schickt niemand. Aber bestimmt wollt ihr mich gleich überreden, auf Königsbrunn zu bleiben. So sieht's aus. Das hat Johannes auch schon versucht. Vielleicht haben wir ja mehr Glück. Wohl kaum. Hör zu, wir würden uns alle wirklich sehr freuen, wenn du es dir noch einmal überlegen würdest. Ja, und ich kann total gut verstehen, wie du dich fühlst. Als ich damals erfahren habe, dass mein angeblicher Vater nicht mein Vater ist, das war für mich auch der absolute Hammer. Dann hast du dich auf die Suche gemacht und deinen richtigen Vater gefunden. Ich wüsste noch nicht mal, nach wem ich suchen sollte. Das mit dem Vater, das ist die eine Sache. Aber Carla, Ansgar, du und ich, wir haben dieselbe Mutter. Und wir sind und bleiben nun mal Geschwister. Halbgeschwister. Ist es denn so wichtig? Wir wollen dich bei uns haben. Wir wollen dich richtig kennenlernen. Ja, wir sehen uns dann später. Und wenn Lars auch Zeit hat. Gut. Bis dann. Wie ich sehe, darfst du dich in unseren Weinhandel einarbeiten. Freut mich. Hast du denn schon unserem Sträfling deine guten Gaben überbracht? Auch Ansgar, Chefweinhändler, ist doch der Posten, den du dir immer gewünscht hast, oder? Na, immerhin kann ich dabei auf die Mitarbeit der lieben Nathalie zählen. Ach, Vater stellt dir sogar eine Aufpasserin an die Seite. Dolmetscherin. Hätte mich auch gewundert, wenn sie freiwillig deine Nähe gesucht hätte. Ach, weißt du, sie hat sich förmlich aufgedrängt. Nathalie,
Nie im Leben. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn deine kleine Freundin eine gewisse Schwäche für mich hat. Träum weiter. Konstantin, hast du es dir noch einmal überlegt? Ich würde mich wirklich sehr freuen. Ich bin nicht deinetwegen hier. Aber Leonard und Nico, ich wollte einfach nicht fahren, ohne dass ich sie richtig kennengelernt habe. Und deswegen bleibe ich. Für immer? Mal sehen. Auf jeden Fall so lange, bis ich aus Berlin zurückkomme. Du fährst nach Berlin? Ja, Andi hat angerufen, er muss dort länger arbeiten. Ja gut, dass wir das auch mal erfahren. Ich hätte es euch schon noch gesagt. Moment mal, so haben wir aber nicht gewettet. Hey, ich bin noch ganz schnell wieder da. Und was soll ich alleine hier? Du könntest mein Zimmer aufräumen. Das ist nicht dasselbe. Na doch, ich zeig's dir mal. Du wirst schon sehen. Du guckst es dir jetzt erstmal an und außerdem haben wir heute noch den ganzen Tag für uns. Ich habe gehört, dein Zimmer soll... Danke, Leonard. Du solltest dich bei Nico bedanken. Sie hat ihn umgestimmt. Senor Kempes betont, wie sehr ihm dieser Riesling zusagt. Die Säure sei perfekt ausbalanciert. Ja, muchas gracias, Senor. No, por favor. Frau Flanstein, wir könnten dann zum Rotwein übergehen. Ja, einen Moment noch bitte. Können Sie ihm bitte sagen, dass wir nachher sicherlich noch Zeit haben, uns in aller Ruhe zu unterhalten? Und ich würde ihm auch sehr gerne noch einen besonders edlen Tropfen vorstellen. Luego... Un momento, por favor. Okay. Luego él te quiere mostrar un vino de la casa muy especial. Sind die Flaschen gut temperiert? Selbstverständlich, Frau Flanstein. Alles klar, dann machen Sie mal weiter mit Ihrer Zeremonie. Luego él te quiere mostrar un buen vino de la casa muy especial. Oh, muy amable, gracias. Ganz schön viel Presse für eine Weinprobe, hm? Publicity ist alles. Es schmeichelt unseren Kunden und außerdem bringt es uns den Weinhandel voran. Mhm. Und hilft insbesondere deinen Vater von deinen Fähigkeiten zu überzeugen, hm? Du hast mich mal wieder durchschaut. Bernd hält sich wirklich gut. Natürlich vermisst er euch sehr, aber das, was ihn am meisten nervt, ist, dass er in seiner Lage nichts tun kann. Wie können wir diese Hexe knacken? Silvia? Das wird schwer. Was ist denn mit diesem Zeugen? Gibt's da noch was Neues? Er ist und bleibt unauffindbar. Aber er ist der Einzige, der außer Sylvia Jones bezeugen kann, dass Deb nicht am Tatort war, als dieser Rush umgebracht wurde. Und wir wissen, dass er am Heck seines Wagens einen Regenbogenaufkleber hat. Sylvia hat alles erreicht, was sie wollte. Ich frage mich nur, wie man sie dazu bringen kann, doch noch auszusagen. Jedenfalls tut nichts Unüberlegtes. Keine Selbstjustiz oder irgendein anderer Blödsinn. Ich doch nicht. Ja, ich erst recht nicht. Entonces tenemos un vino suave muy singular. Quisiera explicar a ustedes que estamos especialmente orgullosos de este año. Na, das läuft ja ganz hervorragend. Dankeschön. Vielen Dank. Ich denke, uns erwarten volle Auftragsbücher. Ich habe auch ein richtig gutes Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass wir beide ein unschlagbares Team sind. Ja, was dich betrifft, hat mein Vater, glaube ich, einen sehr guten Riecher gehabt. Überschlag dich mal nicht mit deinen Komplimenten. Was er natürlich nicht wissen kann, im Gegensatz zu mir, ist, dass du gar keinen Wein magst. Das stimmt. Sondern Bier. Daran kannst du dich noch erinnern? Wenn das hier alles vorbei ist, würde ich dich gerne auf eins einladen. Mhm. Glaubst du denn, dass Konstantin sich hier gut einleben wird? Das hoffe ich sehr. Und ich werde alles dafür tun, dass das auch so sein wird. Mit Nico hast du das doch auch hingekriegt. Bald hast du Geburtstag. Dass du in all dem Chaos der letzten Wochen überhaupt noch daran denken kannst. Erstens bist du mein Mann und zweitens kann man sich deinen Geburtstag ja auch gut merken, so gleich am Anfang vom neuen Jahr. Wollen wir ein paar Tage verreisen? Was hältst du davon, wenn wir deinen Geburtstag feiern? Wir machen ein richtiges Fest. Sag mal, darauf hättest du Lust? Ich wünsche mir für dich, dass es ein wunderschöner Tag wird. Ich organisiere das auch alles.
Du bist wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Das bist du für mich auch. Wollen wir reingehen? Ich will noch ein bisschen spazieren gehen. Ja, klar. Bis später. Für deine Mithilfe heute hast du wirklich ein Bier verdient. Wo willst du denn hin? Ins Gambrinos Brauhaus? Das hinterm Bahnhof? Na gut, ich hab dir ein Bier versprochen. Komm, es ist weniger schlimm, als du denkst. Und dafür haben sie das beste Bier im ganzen Rheinland. Ach. Danke, dass Sie gewartet haben. Kommen Sie herein. Frau Jones, da Sie selbst Mutter sind, können Sie sich sicher gut vorstellen, wie es einem Kind geht, dessen Vater im Gefängnis sitzt. Unschuldig. Carla, was kann ich für Sie tun? Mein Vater ist mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden. Trotzdem wird er über kurz oder lang seine Personalentscheidungen wieder nach der Familientradition ausrichten. Und das bedeutet? Dass ich irgendwann Ihren Platz als Direktorin der Lahnsteinbank einnehmen werde. Darf ich das als Kündigung verstehen? Nein. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Als Mutter von Felix wissen Sie doch, wie es ist, wenn die Familie auseinandergerissen wird. Ich verstehe Sie leider immer noch nicht. Spielen Sie auf Vanessa an. Es tut mir wirklich sehr leid für Sie. Nehmen Sie Ihre Aussage zurück. Geben Sie Bernd das Alibi und meine Familie wird Ihnen auf ewig dankbar sein. Und ich hätte dann kein Interesse mehr an Ihrem Posten. Und so geht es weiter. Für so einen lukrativen Job warte ich auch schon mal ein paar Minütchen. Worum geht's denn eigentlich? Also, die Aufgabe ist etwas delikat. Und es ist sehr wichtig, dass du absolut glaubwürdig rüberkommst. Das ist doch Ansgar. Wer lässt sich von dem einspeicheln? Nathalie. Oh. Der hätte ich aber ein bisschen mehr Geschmack zugetraut.